Und heute gibt es endlich mal wieder ein neues Roger-Video. Viel Spaß! Die Zeit vergeht wie im Flug und ruckzuck haben wir 2025. Der absolute Wahnsinn, oder? Und ich glaube, das letzte Video war ja vor ein paar Jahren. Aber hier hat sich so extrem viel getan, dass ich natürlich meine Hochianer jetzt weiterhin mit neuen Videos versorgen will. Es ist viel passiert, richtig viel Schönes und auch sehr Schlimmes. Und ich will euch dann Schritt für Schritt über alles informieren. Wie ben ich kom ons tijden dat bier in ons strijden dat biert. Kümmung fröhlich, humorvoll Bier. Hier, unser Kleiner ist mittlerweile auch schon richtig groß. Hat jetzt ein Stockmaß von knapp 1,61 Meter. Also kann man nicht mehr sprechen von einem kleinen Fohlen, sondern von wirklich schon einem richtig großen Curly. Und er macht sich wirklich toll, das muss man echt sagen. Hat hier natürlich auch direkt die Herrschaft übernommen. Das heißt, er ist jetzt hier unser Leithengst. Und wie ihr seht, ist er momentan wirklich komplett im Fellwechsel. Und das ist ja bei den Curlys also wirklich besonders viel. Hier sieht es teilweise aus, wie wenn es geschneit hätte. Dabei ist das alles hier, ja, seine kleinen Curly-Locken, die sich so langsam verabschieden. Wie ist es bei euch? Auch schon alle im Fellwechsel? Oder vielleicht auch schon durch? Schreibt es mal gern in die Kommentare. Gras, Panzer, Reitrollade, Rennkartoffel, Feld, Porsche, Zaunprinzessin, Geldvernichter, Zaun, Ziege, Stallsalami, Futterfritze, Hufzilla, Schnarchschnute, Zügel, Zeppelin. Ja, unsere jetzige Herde besteht noch aus unserem Pitschi, unseren kleinen Opa. Bei ihm merkt man jetzt so langsam auch, oh, das Alter kommt, aber trotzdem macht es sich hier noch sehr gut, weil natürlich der Pan, der Curly Pan, immer dafür sorgt, dass alle hier in Bewegung sind. Stimmt's? Ja, du bist nämlich ganz schön frech manchmal. Natürlich noch meine Nech, die Süße, ja, meine kleine süße Nech. Und natürlich, wieder natürlich, die kleinen Ponys, die Chattys, der Paul und der Egon, die mir wirklich sehr viel Freude bereiten. Aber aufmerksame Rochianer werden natürlich jetzt sagen, na, da fehlt doch jemand. Und ihr habt leider recht, weil unsere Bibi, die ja hier Einstellerin war, das deutsche Reitpony im Endmaß, wie man immer so schön gesagt hat, ist leider verstorben. Und das war wirklich ja ein richtiges Drama, muss ich sagen. Gut, natürlich ist es immer ein Drama, wenn hier ein Pferd gehen muss. Aber bei Bibi war es höchstwahrscheinlich ein Blitzschlag. Und der Schreck, der steckt mir jetzt wirklich immer noch in den Gliedern, weil man halt so tierisch Angst hat, dass sowas überhaupt passieren kann. Also es war wirklich schrecklich. Ich musste auch in den letzten Jahren wirklich feststellen, dass die Variante Offenstall als Pferdehaltung, die für mich ja die absolute genialste eigentlich ist, weil sie ja natürlich ist, dass man mit dieser Art von Haltung auch an seine Grenzen gerät. Weil wir hatten hier wirklich sehr viel Krankheit in den letzten Jahren. Angefangen vom normalen Hufgeschwür, was ja so eigentlich nichts unbedingt Besonderes ist, aber auch mit wirklich bösen Diagnosen, wie einmal Cushing und dann auch der Schrecken eines jeden Pferdebesitzers, die Hufrehe. Und das nicht nur bei einem Pferd, sondern dann auch gleich bei zwei. Und hier merkt man dann wirklich, oh, da ist der Offenstall ohne einzelne Bereiche nicht unbedingt so optimal. Pferde unser Stolz, wir arbeiten Tag und Nacht, das ist kein Witz. Pferde leben wie im Luxus pur und wir schuften rund um die Uhr.
Angefangen hat es bei Paul, der irgendwann mal nicht mehr so fit war, wie man ihn eigentlich kennt. Das ist so ein kleiner Raser, der hier wirklich also das Tempo angibt und immer bei den Großen dabei ist. Er war auf einmal irgendwie ja ziemlich ruhig und ja eigentlich ein bisschen apathisch. Und so habe ich dann natürlich direkt den Tierarzt geholt und der hat direkt gesagt, okay, Cushing kommt da wohl absolut in Frage. Und aufgrund des Cushings, ich finde Cushing eigentlich immer ein komisches Wort, weil ich es als Cushing gelernt habe, aber es wird wirklich Cushing ausgesprochen. Ja, und aufgrund eben der erhöhten Werte bekam dann Paul direkt die Hufrehe. Das haben wir aber wieder relativ schnell in den Griff bekommen, da es ja da wirklich sehr gute Medikamente gibt. Mache ich auch nochmal ein separates Video generell über Cushing und natürlich dann auch noch über Hufrehe. Weil nachdem das mit Paul soweit überstanden war, fing es bei Neige an. Akute Hufrehe, also richtig akut, so dass er also überhaupt nicht mehr laufen konnte. Und da bin ich wirklich an die Grenzen geraten, also wirklich an die Grenzen, wie ich hier den Stall am besten umbauen kann, damit sie ja so schnell wie möglich wieder genesen kann. Also es war wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit und es hat sich auch sehr, sehr, sehr lang rausgezogen. Mittlerweile ist wieder alles super. Also sie läuft wieder ganz normal, ist aber natürlich jetzt hier behaftet und die Angst, ja, die schwingt natürlich immer mit. Deswegen bin ich mal dieses Jahr gespannt, wie wir das dann auch mit dem Weidegang machen. Weil sie darf natürlich jetzt nur noch mit Fressbremse raus und ist eigentlich ständig unter Beobachtung. Weil, wenn man das mal miterlebt hat, also es ist wirklich schrecklich. Schreibt mir es auch gerne mal in die Kommentare, weil ich weiß, dass in den letzten Jahren die Hufrehe sehr, sehr, sehr oft vorgekommen ist. Und man muss auch dazu sagen, bei Neige war es also im Winter. Das heißt also nur mit Heufütterung. Also nicht mal unbedingt jetzt, dass die Weide dran schuld war. Aber irgendwie waren in den letzten Jahren war das Heu scheinbar also irgendwie extrem gehaltvoll, so dass es da wirklich dann ja, durchgeschlagen hat. Also eine ganz, ganz schlimme Erfahrung. Werde ich aber auch nochmal ein separates Video drüber machen, was ich da alles erlebt habe und hauptsächlich wie hilflos man als Pferdebesitzer ist, weil niemand einem richtig sagt, was zu tun ist. Also wirklich schlimme Zeit. Will aber nicht nur jammern, natürlich gab es auch sehr schöne Momente, aber das ist natürlich das, was mich hier so die letzten Jahre extrem geprägt hat. Ja, so, das war jetzt mal so dieser kleine Einspieler. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Video ihr gern als erstes hättet. Wie gesagt, einmal nochmal den Blitzschlag von Bibi, dann die Hufrehe oder Cushing. Schreibt mir das mal in die Kommentare und ich werde, wie gesagt, dafür nochmal separat was machen. Gladiator, Stallschellen, Striegel, Sprinter, Koppel, Cabanossi, Huf, Hamburger, Trampel, Trendsetter, Stoppel, Hopper, Huf, Hotdog, Boxen, Bifi, Koppel, Pirat, Flammenfurter, Urlaubsverhinderer, Müslifresser, Huf, Hooligan, Pferde unser Stolz. Wir arbeiten Tag und Nacht, das ist kein Witz. Pferde leben wie im Luxus pur. Und wir schuften rund um die Uhr. Pferde unser Spaß. Trotz der Arbeit lachen wir uns nass. Geldvernichter fast bankrott. Doch wir lieben diesen schrägen Trotz. Aber nicht nur pferdetechnisch ist hier einiges passiert, sondern generell hier um Manapi Farm. Und ich habe ja vor 1,5 Jahren, glaube ich, ein Buch geschrieben. Das war ja mal so wirklich ein Traum von mir, mein eigenes Buch zu schreiben. Und das gibt es auch überall, wo es Bücher gibt, zu kaufen. Also wenn es euch interessiert, da habe ich direkt einen Zungenbrecher, wenn es euch interessiert, könnt ihr es ja gern mal euch besorgen und durchlesen, weil da steht natürlich auch einiges hier über Manapi und dem Hoshi drin.
Wie, das war's schon wieder, das kleine Hoshi-Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo hier auf meinem Kanal. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Ich freue mich auf euch. Euer Hoshi. Bis dann. Ciao, ciao.